In unserem letzten Video haben wir uns das Heißgasventil angeschaut und geschaut, wie wählen wir das richtige Heißgasventil aus. Und wo wir schon mal bei der Hochdruckseite sind, bleiben wir auch genau da und dieses Mal wechseln wir einfach nur das Kältemittel und gehen auf die CO2-Kältemittel und schauen uns dort mal ein wenig um. Bevor wir im nächsten Video uns das Flashgasventil anschauen, starten wir in diesem Video erst einmal mit dem Hochdruckventil. Also die Frage, wie wähle ich ein CO2-Hochdruckventil aus? Und auch dazu kann man natürlich immer viel sprechen, was ich mit Sicherheit auch noch tun werde. Und wir werden uns auch gleich das CPQ anschauen. Nur vorher, wer sagt, naja, CO2 habe ich jetzt noch nicht so ganz viel mit zu tun gehabt, dem möchte ich kurz eine Broschüre von uns empfehlen. Und zwar diese Broschüre, CO2-Anwendungen für den Einzelhandel. Dort wird auch mal ganz grob umrissen, wie ist das so mit CO2, was hat das mit transkritisch, subkritisch alles zu tun. Also wen es interessiert, einfach mal in diese Broschüre reinschauen. Ihr findet sie natürlich auf unserer Homepage. Gut, dann können wir auch gleich, wie immer, loslegen und wir starten ab in unser CPQ. Und da sind wir auch schon wieder. Auch heute bei diesem Video, wir loggen uns ein. Wir sehen wieder unsere Sicherheitshinweise und wir erstellen ein neues Projekt. Das Projekt ist jetzt diesmal kein Kühlraum, sondern es ist eine Verbundanlage, CO2, Supermarkt. So, Zusatz kommt hier einfach mal EXV, CO2 mit rein, das ist etwas, was ich mir merken kann. Jetzt könntet ihr euch natürlich alles reintragen, was ihr wolltet. Es wird wieder der Max Mustermann. Das ist einer unserer besten Kunden, der Top-Kunde sogar. Anwendung. Ich könnte jetzt Cold Room auswählen, trifft es allerdings nicht ganz. Aus meiner Perspektive wäre es ein Kompressor-Rack oder zumindest eine komplette Anlage in dieser Richtung. Also wählen wir das auch mal aus. Bemerkung, Video, Auftrag vom 22.03. Gespeichert haben wir und los geht es. Wie gesagt, bei CO2 geht es jetzt richtig rund. Expansionsventil hatten wir vorher schon mit den Standard-Kältemitteln, mit HFO-Kältemittel zum Beispiel auch. Dann haben wir hier unser Heißgas-Bypass-Ventil, unsere zwei Varianten. Und hier haben wir unser CO2-Hochdruckventil. So, Dille. Und da fängt es auch schon an. Modus-Auswahl. Ich kann jetzt auswählen zwischen subkritisch oder transkritisch. Wir bleiben einfach mal bei transkritisch. Hier können wir verschiedene Varianten auswählen. Von Kilogramm die Sekunde bis zu Grammsekunde runterwärts. Das sind alles Daten, die ihr aus euren Kalkulationen findet oder gegebenenfalls auch in den verschiedenen Datenblättern. Manches muss man eventuell mal umrechnen. Beim Massenstrom würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bleiben bei Kilogramm die Sekunde und nehmen 0,3. Ups, Entschuldigung, 3 habe ich gesagt. Bar nehmen wir 90. Dann gehen wir bei der Temperatur auf 34 Grad und Sammlerdruck, da wir ja transkritisch sind in der Anlage, muss ja der Sammlerdruck da irgendwo bei zwischen 35 und 40 Bar liegen. Wir machen jetzt erstmal 40 Bar und berechnen das Ganze. Und schon kriege ich hier mein Diagramm angezeigt. Warum sieht das so komisch aus? Das ist ganz einfach, weil wir ja dann auch den transkritischen Bereich, den subkritischen Bereich hier abbilden. Und das sind auch meine Ventile, die ich hier schon angezeigt bekomme. Auch hier könnte ich, wenn ich wollte, wir machen es mal, legen nochmal eine zweite Konfiguration mit dahinter, dass wir ein bisschen mehr auswählen können. Massenstrom nehmen wir auch 0,3. Da bleiben wir dabei. Ach Quatsch. Ja doch, ist völlig korrekt. Bar nehmen wir auch 80 Bar, jetzt statt 90, ein bisschen tiefer,
Es wird also kalt, 33 Grad und hier nehmen wir 38 Bar Sammlerdruck, dass wir auch mal ein bisschen was zu regeln haben dazwischen drin. Und schon sehen wir eine wunderschöne Auswahl der Ventile. Hier zum Beispiel, weil wir ja vorhin schön gefiltert haben, angenommen, ich würde jetzt unipolar auswählen, kriege ich gar keine Ventile mehr angezeigt. Warum? Weil für diesen Leistungsbereich und vor allem diesen Kraftbereich kein unipolares Ventil, aktuell zumindest, dafür verfügbar ist. Das heißt, es wären automatisch alles bipolare Motorantriebe. Ja, hermetisch oder nicht, auch da, ihr werdet merken, es gibt keine hermetischen. Das sind alles demontierbare Ventile, alles Smart-Ventile im weitesten Sinne. Schauglas und Co. werdet ihr merken, gibt es auch nicht. Also das kann man sich alles getrost sparen. Genauso auch bei der Frage ohne Stator, gibt auch nur mit Stator bei diesem Fall. Also hier kann man die Auswahl theoretisch und praktisch genauso lassen, wie sie ist. Es tut alles nichts zur Sache. Das Einzige, wo man vielleicht mal gucken könnte, selbst da keine Multipacks verfügbar, bleibt es genau dabei. So, wie sieht denn jetzt hier Leistungsbereich aus? Auch da haben wir jetzt, ihr merkt, zwei Kurven, die unterscheiden sie sich sehr, sehr schön, sind ein bisschen weiter auseinander durch die Auslegungspunkte. Und auch hier können wir wieder sagen, wir wählen mal zwei aus, wobei die so schön grün sind, da kann man eigentlich nicht anders als sagen, genau eins von denen muss es werden. Wir speichern das Ganze mal. Wählen ruhig mal verschiedene aus. Da sind wir mal so frei. Jedes Mal, wenn man eine Änderung macht, bitte speichern, sonst kommt das nicht auf dem Ausdruck, wird es nicht gesichtet. Ausdruck. Und schon haben wir wieder unsere Auslegung parat. Mit allem, was dazugehört, allem, was das Herz begehrt. Ihr merkt übrigens auch, gehen wir ein bisschen näher ran, hoppala, ein bisschen zu weit, dass wir auch hier bei den Betriebspunkten es nochmal farblich hinterlegt haben. Also welcher Bereich ist wirklich gut und welcher Bereich bedarf vielleicht mal ein bisschen Beachtung, wo laufen wir ein bisschen raus. Aber das sieht ja soweit alles sehr passend aus. Ja, und das war es auch schon wieder für diese Auslegung. Ihr merkt, relativ einfach, wenn man alle Daten zur Hand hat, dann geht das total easy. Dann ist das auch wunderbar und dann kriegt man auch ganz schnell das passende Ventil für seine Anlage raus. Und dann bleibt uns eigentlich noch die nächste Frage. Wie immer am Ende von diesen Videos, was kommt als nächstes? Als nächstes werden wir uns das Flashgasventil anschauen, bevor wir danach die CO2-Expansionsventile uns anschauen. Bei den Expansionsventilen haben wir wie immer subkritisch, transkritisch im CO2 können wir betrachten und werden es auch kalkulieren, das Ganze, und auch da wieder das passende Ventil auswählen. In diesem Sinne, bleibt neugierig und wir sehen uns im nächsten Video.